mit den Gaming News. Die Welt der Games ist sicherlich eine sehr faszinierende Welt. Und in dieser Welt hat sich diese Woche sehr viel getan. Und was kann man da als normaler Streamer machen, wenn so viel passiert? Ja, man holt sich einfach Infos raus, die was interessant sind, und die gibt man euch dann. Und da fange ich gleich in kleinen Häppchen, in kleinen Portionen. Da fange ich gleich mit dem ersten an, und da bitte gleich auf den Laptop schalten, liebe Regie. Und da starten wir schon rein. Warum ist da ein nackter Mann auf deinem Laptop? Das wirst du gleich sehen. Oh mein Gott. Er ist muskulös und er trägt Bart. Und da ist er, und zwar, die Seite GamePro schreibt da, dass eben der liebe Jason Momoa, der was bekannt ist aus Game of Thrones. Und? Was hat er nur? Aquaman, Justice League und Conan zum Beispiel. Stargate ist schon da sehr bekannt. Der Karl Drogo, oder wo er immer so. Nicht bei Stargate, aber Nein, bei Stargate nicht, aber bei Game of Thrones war er der Karl Drogo. Und warum gebe ich euch diese Information? Denn der liebe Karl Drogo oder eben der Jason Momoa, die, was sicherlich viele Frauen als sehr unattraktiv empfinden, glaube ich, wie er so ausschaut. Die starke Körperbehaarung, was er hat. Der hat eben Interesse daran, sollte Sony, beziehungsweise es ist ja ziemlich im Sprechen, dass Sony God of War verfilmen will. Und der Jason Momoa hat dann gesagt, ja, das macht dann er auf jeden Fall. Also er möchte es dann natürlich sehr gerne machen, und er würde das natürlich dann auch sehr gerne machen. Was halten wir davon? Ich halte davon jetzt Folgendes. Wenn man die Möglichkeit hat, jetzt zum Beispiel so etwas wie God of War zu verfilmen, was glaube ich ginge mit sehr viel CGI und so, dann wäre es meines Erachtens sehr wichtig, dass man einen Schauspieler organisiert, der was wirklich sehr teuer ist, vor allem. Näher teuer war jetzt glaube ich nicht so, aber der, sehr böse ist. Und muskulös. Böse. Und er muss kantig sein. Und Körperbehaarung. Und rüde. Und rüde muss er sein. Und er muss stinken. Und er muss ein Mann sein. Und er muss ein Mann sein, auf jeden Fall. Und böse. Gehen wir weiter. Auf jeden Fall, nächster Punkt ist dann das, wer hätte sich das gedacht, liebe Naughty Dog Leute und Activision, die was es nachher da gemacht haben, lieber der Crash Bandicoot, und klar, die Insane Trilogy, die führt weiterhin die deutschen PS4-Charts an. Wer hätte sich denn das gedacht? Und zwar, wenn wir uns jetzt da einen lieben Crash da anschauen, er schaut da schon ziemlich wild rein. Also im Grunde der ganze Erfolg ist ihm schon zu Kopf gestiegen. Und ja, was kann man dazu sagen? Ich habe damals in der Crash Bandicoot sehr wohl auf der PlayStation 1 auch mal gespielt. Wer hat das im Grunde nicht? Naughty Dog hat sich damals selber übertroffen mit diesem Jump'n'Run, das was auch eben durch das brilliert hat, dass es wirklich nicht ganz leicht ist. Also es ist ja wirklich eine relative Herausforderung. Es ist nicht schnell, es ist aber nicht leicht. Es ist jetzt nicht so wie, aber andererseits die Super Mario Reihe ist ja eigentlich für das bekannt, dass sie leicht ist. Also das ist ja wirklich so. Und Crash Bandicoot hat es jetzt wieder mal geschafft, dass er eben in dieser, was denn? Na bitte sprich. Ich habe ihn gesehen. Nein, ich wollte die Stimmung auflockern. Nein, ich bin wieder so extrem. Können wir bitte wieder weitermachen? Nein, geht das bitte? Ja. Also, der Crash hat es wieder mal geschafft, er führt die Spitze an, immer noch. Und zwar, was ist die Insane Trilogy? Wir haben es im letzten Stream in der Aftershow gemacht. Ja, es war im letzten Stream. Da ist im Crash Bandicoot 1, 2 und 3 ist Oh Gott! Entschuldigung. Gerade nachher von Fisch. Kann man bitte. Kann ich ein Tuch haben? Bitte ein Kosmetiktuch. Der Mann weint. Bring mir bitte ein Tuch. Dankeschön. Ich hab dir gleich angeschaut. Ja, das ist das Problem. Ich schaue ja nicht mehr hin. Okay, es reicht. Weiter geht's. Tränen aus den Augen und los. Auch Männer weinen. Ja. Männer weinen. Wenn Männer weinen. Dann weinen sie. Also der Crash hat wieder mal geschafft. Was ist die Insane Trilogy? Gab es so wie aufgehört, bevor er gezeigt hat, dass er doch relativ eine
Weichen Kern. Kern hat, ja. Also das Crash Bandicoot 1, 2 und 3 und zwar komplett überarbeitet mit einer wunderschönen Grafik. Ja, das ist wunderschön, ganz genau. Nächster Punkt. Das heißt, Beim Crash Bandicoot. Zack, das muss jetzt ein bisschen schneller gehen. Nein, wir haben Zeit. Nein, wir haben Zeit. Nein. Okay, passt. Nächster Punkt, und zwar das Spiel, was zurzeit extrem gehypt wird, ist das Spiel Hellblade. Mit der NEUER. Und dieses Spiel, hast du nie gesehen? Was? Es ist ein Indie-Spiel, was mit der Unreal Engine 4 entwickelt worden ist. Okay. Was extrem gut ist und was eben durch das, dass es ein Indie-Spiel ist, natürlich jetzt nicht ein Was ist mit dir? Die Milch ist das Problem. Gut, also, das Spiel ist... Na bitte, Entschuldigung. Zu viel Milch auf der Entschuldigung, ich entschuldige mich für die Bude. Auf geht's. Das reicht. Das Spiel ist ein Indie-Spiel, was auf der Unreal Engine 4 basiert. Wie soll ich bitte die Show machen? Ignorieren Sie bitte. Nein, das schaffen wir schon. Bitte. Entschuldige mich. So, also, was auf der Unreal Engine 4 passiert. Soll ich weitermachen? Na, bitte nicht. Es ist ein sehr gutes Spiel. Es funktioniert auch auf dem Computer und mit Tastatur. Es kostet 30 Euro. Es ist in Farbe und bunt. Obwohl es kostet 30 Euro und basiert im Grunde, beziehungsweise das Besondere daran ist eben, dass durch das, dass es ein Indie-Spiel Wenn er Indie-Spiel sagt, was los? durch das, dass es ein Indie-Spiel ist, Bitte sag's verbotene Wort nicht mehr. durch das, dass es ein unabhängiges Spiel ist, oder durch das, dass es einfach ein Underground-Spiel ist, durch das ist es einfach, dass es eben besonders ist, weil es basiert nämlich auf dem, dass sie die ganze Zeit Stimmen hört. Sie hat die ganze Zeit Stimmen und hat eben psychische Probleme und das macht die ganze Atmosphäre des Spieles aus. Wir schauen uns einen Trailer an, bitte. Schauen wir uns einen Tränen an. Wir sind bis zum Trailer gekommen. Das ist echt gut. Also Tränen. Ich entschuldige mich erst. Sorry, Jungs. So, danke. Heute fickt's mir. Haben wir das Ton bei dem Trailer? Hören die Zuschauer den Trailer? Ja. Gut, dann machen wir die Geräusche darüber. Also wir hören da einen Ton. Was? Ich kann nicht mehr lauter. Was, wir lauter oder du lauter? Hellblade. Senua's Sacrifice. Gibt's ein Lied von Elton John, mag ich sehr gerne. Was Sacrifice? Ja, Sacrifice. Ist das über die Diana, oder? Nein, das ist nicht über die. Weil sie hört sich mit Sacrifice. Maul. Ja, aber ich glaube, die Zuschauer hören jetzt gar nichts. Jawohl. Kannst du was? Nein, die Zuschauer haben keine Ton. Gut, dann müssen wir ein bisschen drüber erklären. Ja. Bitte sprich. Ja, sie Sprechen sollst nicht. es geht halt im Grunde darum, sie ist eine Keltin. Und das ist eben dieser ganze atmosphärische Aufbau. Sie hört die ganze Zeit die Stimmen, sie möchte, also sie hört den Kopf ihres Lieben dabei und muss ihm in die Hölle. Muss ihm in die Hölle gehen und um ihn wieder zum Leben zu erwecken. Das ist im Grunde die Story und das Ganze lebt dem von ihren Lieben. Der ist Dylan, heißt der. Und Entschuldigung. was ist mit dir bitte? Was ist denn da? Heute spielt ja ein Produkt da auf der Seite. Das gibt's ja nicht. Also, ich habe das Spiel schon angespielt. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Es ist etwas sehr Besonderes. Und ich wünsche mir, schaut euch den Trailer bitte, wenn es jetzt wieder keinen Ton hört, schaut euch den Trailer bitte mit Ton und dann merkt es, um was es geht. Ich hätte gerade die ganze Zeit die Stimmen. Und die reden die ganze Zeit mit ihr. Die manche sagen, sie schafft es, andere sagen, sie schafft es nie. Und einige sagen, ja, böse und gut. Einige sagen auch böse und gut, ja. böse und gut. Und einige sagen auch Korax, aber je. So, danke. Und das war's mit dem Trailer. Ich gehe weiter. Und zwar, Mario Kart Wii, 9 Jahre später nach dem Release, ist ein unveröffentlichter Spielmodus entdeckt worden. Und was sagt uns das? Und zwar, es ist ja damals, also der liebe YouTuber, der Mr. Bean, gell, der hat herausgefunden, weil da gibt's ja diese Leute, die was das Ganze immer glauben und immer wissen, was ist da drinnen gewesen. Einmal irgendwann, was bei Shadow of the Colossus zum Beispiel sehr interessant war, dass eben mehr Kolosse eigentlich geplant gewesen waren und aber neue Dings, aber sie haben halt die gemacht. Und bei Mario Kart Wii, da wäre eben ein Story-Modus, also ein Missionsmodus wäre da eigentlich geplant gewesen, wie es in Mario Kart DS dann gewesen war. Warum Nintendo das dann im Endeffekt nicht eingebaut hat, Ich hab nicht, was?
Weil es zu viel gekostet hat. Weil es zu viel gekostet hat, vielleicht möglich, keine Ahnung. Vielleicht wäre das Spiel zu gut geworden. Vielleicht wollten sie einfach nicht Das Spiel war aber beste schon zu Spiel gut. haben. Weil es ist einfach zu gut. Ist das 9 Jahre alt schon? Schon es wird auf der Wii Die schon. Nintendo Wii ist 9 Jahre alt. Halleluja. Die Wii ist schon alt, ja. Also sehr interessant. Ich finde es immer wieder ganz cool, was eigentlich Leute machen, die was wirklich viel Zeit haben, glaube ich, für das, die was wirklich einfach die Daten da komplett auseinanderklauen und da wirklich auszufinden, was die Entwickler da alles irgendwo im Umkreis noch drinnen haben. Also Ich das kann es einfach ist anders beschreiben. mir. Leute, die keine Freunde haben. Was? Viel Zeit. Jetzt bist du persönlich geworden. Da muss man viel Da Zeit muss haben. man viel Zeit. Viel muss Zeit, Ja. viel Nerven Und auch das Interesse dafür. und auch das Interesse dafür. Ja. Nein. Vielen Dank, Nächster möchten wir Punkt. da ganz kurz in Nächster Punkt. Und zwar, da schaue ich jetzt ganz kurz drüber, was eben die Seite GamePro noch so hat. I play Pokémon Go. Von den Kurznews. Pokémon Go hat den größten, also größerer Spawn-Radius für Kangama und Incognitus geplant. Das ist sehr interessant. Danke für das nochmal. Danke für die Info, ne? Zelda Breath of the Wild, das ist interessant. Das Ende in der japanischen Version ist minimal anders. Okay. Nichts Lass mal gelten. Das ist wirklich minimal. Ja, sind ja nicht durch. Wenn es interessiert, schaut sich das bitte an. Das ist sehr interessant. Und zwar auf der Unreal Engine 4, Update 4,17 liefert Xbox One X Support. Das ist cool. Das kommt ja, oder? Das ist die Scorpio X. Ja, das heißt ja Deck, Xbox One X heißt ja, die Scorpio Ja, Project One Scorpio. X, X One, XO. Kommt auf Porno-Seiten. Ganz genau. Das ist auch noch ganz interessant. Wolfenstein 2, wo ich mich wirklich sehr drauf freue, weil Wolfenstein ist geil. Und zwar den New Colossus, da sollen die Waffen laut Entwickler nur brutaler werden. Ja, aber da geht's richtig ab. Also ich habe mir einen Trailer angeschaut, Das ist Wolfenstein 2. Ja. Und da Geil. geht's echt, also es ist ganz eine kurze Phase, wo man kurz ruhig ist und sonst ist das Hast du das angeschaut vom Spiel. den Preview, oder? Ja, das war USK sehr 18. gut. Ja, nein, richtig hässlich. Alles 12. ist 12 Alles ist die mit, Kinder, die Bärchen, oder? ja genau, das ist die Bärchen. Und davor hat die Xbox One auch gewesen. Also ich kann mir das vorstellen, dass es nur brutal ist und Anscheinend alles ist. so, also gestern habe ich es einmal gesehen, das Forza Motorsport 7 Ja. soll mit Horizon. 60 Frames auf 4K 6 Frames. laufen. Okay, Und das ist cool. gut, sehr gut sogar. Cool. Die Frage ist, ob das dann wirklich funktioniert. Ja, ob es flüssig läuft, Das ist die eine andere Frage. Aber ist es cool? Mit Wenn sie es schafft, KUL? Xbox, dann ist gut. Ist cool. Dann ist gut. KUHL. Noch ein ganz kurz, dann gehen wir da weiter bei den Kurznews, was sicher nur, genau, Comeback moderner N64 Controller ist erfolgreich über einen Kickstarter finanziert worden. Okay. Das muss ich da mal anschauen. Braucht man. Killzone, natürlich will Guerrilla Games, wird immer wieder gefragt, wann kommt das nächste Killzone mal auf der PlayStation 2, du wirst sicherlich wissen. Viel gespielt, dieses Spiel. Viel geflößt, das ist, natürlich denke ich mal, Auf der Guerilla Vorwahl. Games Ja, finde ja. ich ist noch zu früh für Ankündigungen. Das Ja, ist ja. noch Ich hab's schon einfach auf nur der zu Hand früh. Okay. Da gehen wir gleich weiter. Ah, Und wir haben bei No Man's Sky. Battlefield 1, kann man auch noch Entschuldigung, ganz kurz nochmal zurück bei No Bitte. Man's Sky, was war da? Was war bei No No Man's- Man's No- Sky? No- Wir haben da Updates gesehen. No Man's Sky, das wollte ich jetzt, No Man's Sky, Überspringen, ja, ich wollte weiter. ich überspringen. Wollte komplett überspringen, wir wollten es aber sehen. Call of Duty, Fallout, oh Gott, es ist weg. Das hat Du hast kaputt gemacht. Ja, Du hast schau, einfach jetzt, haben wir, kaputt gemacht. jetzt steht's. Schau, Super, jetzt, steht's. ja, super. Bei No Ja, Man's Sky super. haben sie ich könnte sagen, kommt ein Update, wo jetzt ein richtiger Mehrspielermodus drin ist. Ah, ja, cool. Ja, weil das ist schon interessant. Hat ja Also, ich weiß nicht, ob- 1,5 Jahre gedauert. Lassen wir Okay, die wichtigen Dinge bei den Gaming News weg und packen lieber Battlefield rein. Battlefield 1 ist, der Shooter kann jetzt aktuell bei EA Access spielbar, und zwar ist er gratis spielbar. Man kann ihn jetzt gratis kann ich Aber runterhalten. das ist auch schon länger, oder? Kann man jetzt gratis runterhalten? Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht länger. Ich muss. Aber dafür kannst du Ich hab's EA Access und bei mir war es schon vor einem Monat Das war die fast. Beta. Ja, Echt, oder was? nein, die Ja. Woche ist halt ein bisschen langsam. kann sein, weiß ich jetzt nicht. Das kann aber auch gelogen sein. Oh, jetzt Kann ich mir jetzt nicht überprüfen? Schauen wir weiter. Super Mario 2, Bros 2, ist ja eigentlich das viel gehasste Super Mario Bros, weil es ja eigentlich ein anderes Spiel ist, was eigentlich, also es ist eigentlich ein Umgebaut. anderes Spiel, was umgebaut worden ist von Shigeru Miyamoto. Der hat sich nur der Shigeru Miyamoto hat sich eigentlich dort rausgehalten bei dem Spiel. Deswegen hasst das jeder. Ich finde es nicht schlecht. Ja. Es ist leider extrem hart, aber es ist nicht schlecht. Hart. Was ist da, das Interessante ist das, und zwar, es ist nach 29 Jahren, darum steht es ja, nach Entdecken Hacker nach 29 Jahren einen vollkommen neuen Gegner. Das heißt, es gibt Leute, die was wirklich die Cartridge noch immer auseinandernehmen und dann finden sie einen Shy Guy, und die Shy Guy kennt man ja, Ja, das ist einfach die Shy Guys kennt man, und dieser Shy Guy da, der ist grau, und der hätte sich verhalten wie ein Buhu. Das heißt, wenn man angeschaut hat, dann war er nicht gegangen, wenn man weggeschaut hat, dann hat sich die Luft aufgelöst, war er nachgegangen, und deswegen haben wir gedacht, ein bisschen die Nostalgie wieder ein bisschen zu feiern, wir schauen uns jetzt ein bisschen Super Mario Bros. 2 an, kurz. Ich spiele mal gleich vor, so.
Und genau, da ist immer die Story. Die Story ist ganz interessant. Und da geht's los. Man sieht gleich, es ist aber nicht ein typisch Super Mario. Es ist es nicht, weil er holt da Rüben aus. Warum holt der Mario Rüben? Nie, aber. Und wenn er drauf hupft, dann geht er da drauf. Aber warum? Und was immer besonders war bei dem Super Mario Mod ist, dass es Super Mario auf dem basiert, dass man 4 Charaktere spielen können. Man hat einen Toad spielen können und jeder Charakter hat die besonders kennen. Der Toad hat nicht so hoch hüpfen können. Die Peach hat kurz in der Luft bleiben können. Der Mario war der Allrounder und der Luigi hat am höchsten hüpfen können, wie immer. Das ist so. Aber das hat er für die schwammigste Steuerung gehabt. So ist immer ist. Ja. Das war Super Mario Bros. 2 und zwar auf NES, gell, nicht ganz vergessen. So, nächster Punkt. Und zwar damals eben nochmal Hellblade was sind zurzeit so viele Spiele raus, die was es wert sind zum Spielen? Ich will jetzt einfach das Fortnite rausholen, das ist rausgekommen auf Steam, das ist immer noch Early Access. Soll so ein Krieg simulieren, sagen wir jetzt mal so. Es ist so wie das, wie heißt das, wie heißt das, ich hab's noch nie gespielt, das von Ubisoft, das BUBG, Players Unknown Battlegrounds, glaube ich. Ist ja ultimativ der Hype zur Zeit, ich bringe es aber absichtlich nicht, weil ich habe das nämlich einmal probiert, es ist nicht so geil. Ich weiß nicht, ich hab's nicht gespielt. Es ist echt nicht so geil. Das Hellblade. Ja? Ist das so ähnlich wie Horizon? So, Nein, ist also es nicht. Nicht so ein Gameplay. Es ist keine Open World. Es ist im Grunde eine Story passiert, wo du durch Schlauchlevel durchgehst, wo Scheren stehen. Ja, aber vom Steuerungstechnischen sowas. Steuerungstechnisch, genau, das ist ganz klar. Passiert Das Arc. Arc, das ist muss schon Minecraft in 3D und Genau. extrem Ressourcen fressen bis zum Geht gemacht. Aber was? Ist Minecraft nicht immer in 3D? Ja, aber ich meine in geile Optik. In geile Optik, ja. Es ist halt so Mittelalter, utopisch. Ich stelle mir Minecraft jetzt gerade kurz in 2D vor. Das gibt's, das nennt man noch Terraria. Ja? Ungefähr, ja. Ja. Das ist vollkommen richtig. Ich finde das überhaupt nicht zum Nein, Entschuldigung, stopp. Ich finde das überhaupt nicht zum Lachen. Überhaupt nicht. Warum Nein, nicht? du hast nicht Weil ihr Minderheiten auslacht, so wie mich. Da weiß man was nicht, dann wird man ausgelacht. Das ist Ja, richtig. und dann Das passt. Dafür bist du ja gern da. Nein, ich mag nicht mehr. Und du lachst gern mit uns. Ja, es reicht. Nein, passt. Ich möchte bitte, dass ein Schiedsgericht das löst. Ein Schiedsspruch auf Kampf, oder? Entschuldigung. Ein Schiedsspruch auf Kampf. Auf Pferde. Na, müsstest du bitte halt spielen. Nein, ich Nein, müsstest du bitte. Nein, Wohl, das war eh voll geil. Nein. Weil ich. Wenn du jetzt gegen einen anderen Deutsch, weil ich jetzt paar Noobs. Und du Genau. kannst ein bisschen. Ja. Ja, passt. was kann ich? Genau, das, was wir noch jetzt spielen hatten. Das Genau. war eigentlich ganz cool. Passt, ausgemacht. Pro-Gaming. Du hast das selber entschieden. Genau. So, Pro-Gaming. Pro-Gaming. Passt. Ist jetzt so jemand entschieden worden, ihr seid was live dabei. Anton Otto Erich. Er hat's wollen. Ich hab das gesehen, er Genau. wollt's. Ich hab das gesehen, er wollt's. Ich So. wollte überhaupt nichts. Also, Das ist genau das. Jetzt habt ihr es gesehen. Er wollte es nicht. Also, Sudden Strike 4 ist eine echte Strategie im Zweiten Weltkrieg, ist auch sehr interessant. Und Destiny 2, ich hab's eins gehasst, obwohl ich sehe nicht meine Games. Darfst du deine Meinung Ich hab's ehrlich gehasst, hat mir gefallen und zwar bei einer Handlung, es ist einfach online, es ist ein MMORPG. Okay. Ja. Das haben wir 10 von dies und kriegst 2 von dies. So ein bisschen Halo mit MMORPG. Ja, das haben wir dies und kriegst dies. So, und dann kommen wir wieder mal zu den wunderbaren Top 5. Und zwar, da habe ich heute die Top 5 Fun Racer. Und die Top 5 Fun Racer sind für mich die folgenden. Und zwar auf der 5. Die 5. Ist Lego Racers. War extrem geil, das habe ich geliebt, das habe ich damals auf der PS1 immer gespielt, das war richtig ein cooles Game. Und da vor allem auch mit den Zusammensitzen, mit den Bausteinen und so weiter, dass man sich dann selber zusammensitzen kann, das war richtig geil. Dann haben wir einmal Blur. Das war im Grunde Entschuldigung, stopp. Es reicht. Auf was für einen Platz? 4. auf der 4, meinst du, merkt was? 4! Haben wir Blur. Verstehe jetzt nicht, dass seine gekommen ist. Warum? Französisch. Nein, wenn man jetzt Alle ehrlich. Blur! Wie hat es eine Kassen gehabt, was auf der Xbox auch voll beliebt war? Keine Ahnung. Burnout, ja genau. War eher so ein Funracer, finde ich, als das Blur. Ne? Ich bin nach dem Metacritic gegangen. Ja, nein, passt ja. Ich sag gleich, ich verstehe nicht, aber Das es passt hat ja. eine Maschine entschieden. Aber du bitte. kannst mir das gerne sagen. Blur auf jeden Fall. Auf der 3 haben wir Crash Team Racing. Noch nicht. Crash Bandicoot, Racing. Gut. Kurt. Gut.
Code. Ja. Crash Bandicoot. Gut, Indie, ja. Crash Bandicoot. Also da in das Nicht Crash Mario Team Kart. Racing. Nachher auf der 2 und das war extrem schwierig, weil ich gehe ja auch Das immer war ein bisschen schwer. nach dem Subjektiven. Also, Ja. also nach mir auch, nach dem Persönlichen und so weiter, gell. Das war echt Und da gibt es die 2 und da gibt es die 1. Und da habe ich mir jetzt entschlossen, weil vom Metacritic her ist der erste Platz, aber das Persönliche ist auf Platz 2 und jetzt habe ich mich irgendwie da entscheiden müssen. Das reicht. Und bin jetzt einfach nach der Wahrheit gegangen. Und die Wahrheit ist, auf der 2 habe ich Diddy Kong Racing. Wer mich jetzt gerade hasst, Ja. Hasst's mir bitte. der darf. Also, Weil Diddy Kong Racing war, ist besser als in Mario Kart, irgendwas anderes und irgendwas anderes und weil es einfach diesen Story-Modus hat und weil es einfach extrem geil war zum Spielen und einfach ausgestochen hat. Diddy Kong Racing, wir lieben dich Nicht. für immer. ja, Weil du einfach wollte gut ich bist. Und schade, dass Nintendo es nicht zusammengebracht hat, auf dem wieder aufzubauen. Und auf der 1 haben wir, jetzt ist ganz spannend, haben wir ganz genau, wir haben Super Mario Kart 8 haben wir da drauf. Und Super Mario Kart 8 ist sicherlich auch für die geilsten Super Marios. Ich bin natürlich mit mir selber im Streit drinnen gewesen. Danke übrigens für den Drama, den wir extra arrangiert haben. Ja. Danke. 12,90 die Stunde finde ich gut bezahlt. Super Mario Kart 8, ich bin im Streit gewesen mit Super Mario auf der Gamecube, wie jetzt geheißen, Double Dash, mit dem Double Dash, weil das war extrem gut. Oder ein 8er, ich habe jetzt aber mir auch persönlich fürs 8er entschieden, weil das 8er einfach die ganze Auswahl hat. Ich mit hätte dem mich für das Begleiter erste entschieden. Was? auf das NES. Ja, Ja, weil es geil ist. das lustig. Sind alle geil, das ist einfach für mich das Ende und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz einen Trailer an von Mario Kart 8 Deluxe. auf der Switch. Switch. Weil es einfach sein darf. Deluxe. Und einfach weil wir können. Nintendo Switch. Yoshi! Oh Gott, die Grafik. Es ist einfach in HD, ja. High Definition. Hochauflösend. No. Also das Spiel selber läuft in Full HD 60 Frames auf der Nintendo Switch, yes. Nativ. Beliebteste Rennspiele, was das Jahr rausgekommen ist. Ja, was haben wir jetzt da? Wir haben da Mario. Was gibt's da für durchsichtige Oh, das ist was Neues. Effekte? Das habe ich mein Leben vorher noch nie gesehen. Wir schauen gerade das Spiel an, gell? Voll cool. Das ist mit Und wir schauen uns gerade das Spiel an, deswegen schauen wir uns mal an, was die da machen. Wie heißt das? Flash? Oh Gott, ich weiß nicht, ich glaube, das ist extrem rutschig. Es schaut extrem rutschig aus. Ja, Regie. Was man jetzt? Regie dreht gerade komplett durch am Rad, aber es ist kein Problem. Kann passieren, oder? Also es schaut sehr cool aus und ja. Cool. Ja, und splashig. Gott, das ist einfach so, Und da werden Bananen rumgeschmissen. so dynamisch. Ja, dynamisch ist das. Also- Hast du das gesehen? Wie der Wind simuliert wird. Das ist Ja, jetzt, das ist ich möchte jetzt nicht viel sagen, aber ich habe gerade gesehen, wie Nintendo verherrlicht, dass man einfach, das passt. Andere aus von der Straße Nein, drängen. das ist nicht einmal, das ist das kleinste Problem. Also, Wie man, tut nicht dass so man weh. einfach mit Indie-Spiel. Obstabfälle einfach auf die Straße schmeißt. Und ich finde Das das, finde ich ich ja auch ganz, nicht gut. ganz extrem finde ich, schlecht. also Aber die das- Kinder lernen Das werden wir das nächste Mal nochmal ein Wenn bisschen man genauer härter, wenn man weiter durchgreifen. anal. Ja, ich auf schließe. YouTube haben wir schon ein Turnier gehabt. Auf YouTube haben wir schon ein Turnier gehabt, das könnt ihr euch natürlich anschauen, weil abonniert uns auch auf YouTube. Jetzt ist auch. Tournament. Jetzt ist auch. Subscriben, liken, teilen. Kauf den Scheiß. Nein, Scheiß. Mach's nochmal, komm. subscriben, liken, teilen. Mit der Schere. Teilen. Ciao. Well. So, Es müssen ja cool sein. ich schließe die Beweisaufnahme. Dankeschön fürs Zuschauen bei den Gaming News Und bis zum und bis zum nächsten Mal.